In meiner Reihe 24 Mini-Adventskalenderboxen sind wir jetzt am Ende angelangt. Die zwei letzten Boxen. Eine kleine Buchbox und eine Tasche. Schokiboxen. Heute zeige ich auch mal, was ich darin verstecke. Ja, die Anleitung für diese beiden Boxen, die siehst du jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und nach meinem Adventskalender vom letzten Jahr mit den 24 normal großen Boxen gibt es dieses Jahr ja die Variante Mini-Boxen. 24 Stück, die zwei letzten haben wir, alle anderen sind hier verlinkt bei dem i. Die verwendeten Materialien, sage ich gleich zum Anfang, das findest du in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten frag mich einfach. Ich bin Stampin' Up Demonstratorin und kann dir das alles besorgen, was aktuell lieferbar ist. Okay, eine kleine Tasche. Ich zeige heute auch mal, was ich reinpacke. Und zwar sind das diese zwei Schokitafeln, kleine Schokitafeln. Hier in die große Box passt eine große Tafel Schokolade rein. Ja, wie man das anmisst, habe ich ja letztens schon mal gesagt, ist eine ganz einfache Sache. Ich hätte jetzt auch diese kleinen Riegel nehmen können, 3 Stück. Du siehst ja, wäre minimal anders zu messen gewesen. Dafür male ich mir einfach oder zeichne mir den Grundriss auf der Teile, also Länge, Breite, Höhe, mache ich mir aufs Papier und dann ja, schneide ich es zu. Ne? Okay, frag mich nochmal, wenn ich das genau erklären soll, dann mache ich ein Video, wo ich 1000-mal Schoki auf den Tisch lege und alles verpacke. In das kleine Minibuch passt hinein genau hier so ein Haselnussteil. Das packen wir hier rein und hier könnte ich noch was versäubern, habe ich mir auch schon mal hingelegt, falls ich jemals die Schleife wieder aufbinde, könnte ich das hier gegenkleben. Genau, dann ist das schön versäubert. Das Minibuch, also wenn du mich fragst, so ein schneller Adventskalender, den schaffst du auch jetzt noch in den nächsten Tagen. Okay, wie geht's? Ich fange mit dem Buch an. Ja, ich nehme ein Stück Designerpapier, ich verwende das im schönsten Glanz. Es gibt hier auch noch eine andere Variante fürs Buch, zeige ich gleich. Schon ganz durcheinander hier. Mein Arbeitsplatz sieht auch so ein bisschen aus wie durcheinander. Ich werde nachher noch mal einmal alle 24 Boxen auf den Tisch kippen und auch noch so ein paar kleine Varianten zeigen, wie man daraus schnelle Goodies macht. Muss ja nicht immer ein Adventskalender sein. Okay, ich habe ein Stück Designerpapier. 6 x 6 Inch sind es, also 15,25 cm in der Länge. Kürzen wir uns nachher vielleicht noch, machen wir, aber erst wenn wir soweit sind. Und in der Höhe 6,5 cm, ein Stück Farbkarton in 7 x 9 cm und mit dem fangen wir auch an. Ich baue mal meinen Papierschneider frei und bei diesem Stück Farbkarton reihum bei 1,5 eine Falzlinie ziehen. Das ist so die schnellste Variante, um kleine Boxen zu machen. Ja, wenn ich jetzt die gleiche Box, wie ich es hier mit 1,5 mir geschnitten habe, mit einem Deckel machen wollte, dann müsste ich beim Deckel einfach 1 bis 2 mm größer arbeiten. Du verstehst? Also da messe ich erzähle dir jetzt Sachen, die hier gar nicht dazugehören, aber ich habe ja Zeit, ich schneide. Dann messe ich nämlich 7,2 x 9,2 cm und auch da falze ich reihum bei 1,5 und du wirst es nicht glauben, das würde dann als Deckel auf meine einfache Schachtel passen. So einfach. Mehr ist es nicht. Also es ist nichts mit Zauberei. Okay, das habe ich. Das falze ich schon mal reihum. Und dann nehme ich mir das Stück, was mein Buch werden soll, meine Hülle außen. Und deswegen habe ich das noch so lang. Das zeige ich dir gleich. Auch da gibt es Falzlinien. Die erste bei 4,5. Die zweite bei 6. Die dritte bei 10,5. Und dann könnte ich bei 10,5 abschneiden. Mache ich jetzt auch. Funktioniert. Das ist meine Hülle hier. So wie ein normales Buch ist. Normale Bücher. Ich muss schon wieder lachen. Normale Bücher. Es gibt auch unnormale Bücher. Es gibt auch so Tagebücher mit so einer Klappe. Und dafür könntest du das Stück einfach noch weiter falzen. Also dann würdest du genau das gleiche machen. Du legst es ein. Du falzt es bei 4,5, bei 6, bei 10,5 und für die Klappe schneidest du es jetzt bei 12 cm ab. Mal gucken, ob ich jetzt sinnvoll gearbeitet habe. Hättest du die Klappe auch länger lassen können, also hier so bei 13 abschneiden können.
Ja, das wäre dann so die Variante. Beziehungsweise ich habe mich natürlich vertan. Ich habe es ja jetzt kaputt geschnitten. Nicht drüber reden. Das wäre die Klappe gewesen. Lässt du natürlich dran. Siehst du, wenn ich was erkläre, was gar nicht dran ist, leg's beiseite. Legen wir auch beiseite. Gefalzt haben wir das. Das ist die Buchhülle außen. Das wird unsere Box innen. Und die kleben wir jetzt ganz schnell. Weil ich jetzt nochmal was gleich arbeiten möchte, klebe ich die auch wieder mal mit doppelseitigem Abreißklebeband schnell. Flüssigkleber macht sich an der Stelle ganz gut, weil du kannst dann noch ein bisschen rückeln mit den Nähten, mit den Kanten, dass das schöne rechte Winkel ergeben. Du siehst, hier drüben ist so eine kleine Mausefarm entstanden. Dem Set habe ich ja auch schon einiges gezeigt. Das ist das Gastgeberinnen-Set aus dem aktuellen Mini-Katalog, was du dir bestellen kannst, wenn du für 200 € bestellst. So, jetzt haben wir das geklebt nebenbei. So, das ist es schon. Das setzen wir hier rein, aber wir wollen mal den Magneten sparen, also machen wir ein Band. Also nehme ich mir hier auch ein Band. Nochmal, kleiner Tipp, nicht zu kurz, weil du willst ja noch eine Schleife binden. Abschneiden kannst du immer noch und sparsam ist gut, aber nicht an den falschen Stellen. Ich setze mir das hier mittig einfach mal so ein bisschen rein. Das ist jetzt die absolut einfache Variante. Du könntest es auch abschneiden und zurechtschnippeln und was auch immer. Dann setze ich das so. Das Band ist drin. Hier auf der einen Seite setze ich noch einen Farbkarton drüber. Dann wird das Ganze vorne auch noch ein bisschen fester. Auf der Rückseite ist es ja fest, weil dort mein Karton sitzt. So, schön bündig. Wichtig ist, dass ich die Kante, ich setze mal von dieser Kante an, dass der Knick funktioniert. Notfalls, kennst ja die Sache mit der Schere, können wir außen noch was nachschneiden. Machen wir auch gleich. Wir schnippeln hier mal ein bisschen ab. Wichtig ist, dass das Bandteil bleibt. So, genau. Auf diese Seite kommt die Box. Auch da, Flüssigkleber bietet sich an. Ich nehme jetzt diesen, weil ich ja gleich noch die Tasche zeigen möchte. Und klebrige Finger, ganz schlecht. So, 2 Elemente. Ineinander setzen. Hier reihum schauen, dass es gut gleichmäßigen Überstand gibt. Funktioniert. Schoki rein. Passt super. Millimeter genau geradezu. So, Schleifchen binden. Buch ist zu. Wenn du das mit Magneten machen möchtest, weil du Überschuss an Magneten hast oder überhaupt alles gern mit Magneten machst, dann nimmst du so ein Teil und machst es mit einem Riegel. Habe ich hier natürlich auch nicht, warum auch immer. Nimmst ein Stück Farbkarton, zum Beispiel diesen hier, und faltest ihn von vorne, knickst nach hinten rum, setzt hier vorne den Magneten ran und da hinten klebst du an. Okay, das Mini-Buch ist soweit fertig und hier, weil wir gesagt haben, wir zeigen auch mal, wie wir so Goodies schnell draus machen, nehmen wir eine von unseren Mäusen. Ich erzähle dir jetzt nicht nochmal, warum ich diesen Klebestreifen nehme, du weißt es inzwischen, kennst mich ja. Setze die Maus hier drauf. Könnte natürlich die Maus auch, weil es ein Buch ist, ein Schild halten lassen. Das Schild setze ich aber hier hinten lieber drauf, weil da finde ich das witzig. Es gibt ja so einige Bücher, die gerade so die ältere Generation an Büchern, die solche tollen Zierelemente da am Buchrücken haben. Also so ganze Reihen gibt es da mit solchen Brockhaus und hast du nicht gesehen, genau. So, und hier vorne setzen wir dann, entweder trägt der, das Herz ist zu groß. Er könnte auch eine Kerze durch die Gegend tragen, der Mausemann. Oder wir nehmen uns hier nochmal so ein Schild, alles Gute, warum nicht, passt immer. So, und wenn du es nicht in dein Buchregal stellen willst, dann kannst du das auch mit den Abstandsklebepunkten draufsetzen. Und dann haben wir aus unserer eben noch Adventskalenderbox ganz einfach ein kleines Goodie gemacht. So, hier ist die Adventskalenderbox. Also, die erste von heute haben wir fertig. Die große liegt hier. Machen wir es mal so fürs Gruppenbild am Schluss. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Es gibt ja noch die große Box. Das war die Schoki-Box. Schoki ist längst alle, kannst du dir vorstellen. Hier kann schön Text reingeschrieben werden, so ist zugeklappt. Die kleine Box, wenn du eine Tasche draus machen willst, jetzt machst du auf.
Schoki raus. Klebst hier innen am besten das Band hoch und oben rum, dann hast du eine schöne kleine Tasche. Und wie wir die gestalten, hier habe ich wirklich einen Magneten genommen. Das kommt jetzt. Ich nehme wieder meinen Papierschneider, mit dem ich auch falzen kann. Mein Farbkarton ist 15,25, also die ganze Seite, kannst du auch ein bisschen kürzen, mal 12,5 und links und rechts kommt eine Falzlinie bei 1,5. So, 1,5. Weiter geht es, dass du jetzt, ich muss mal einmal was gucken, ja genau, du fängst an eine Linie bei 4,5, eine Falzlinie, schön gerade einlegen, die nächste bei 6 cm, das ist eigentlich die gleichen Maße wie eben, die nächsten bei 10,5 und jetzt muss ich kurz mal denken, bei 10,5, bei 12 und den Rest haben wir als Klappe vorne als Tasche. Schauen wir mal, ob wir die brauchen. Die Seite falzen wir schon mal links und rechts und jetzt wird unsere Tasche zurechtgefaltet. Ja, auch hier, je nachdem wie dick deine Schokis sind, kannst du das dann in den Maßen variieren. Also diese Seitenlasche und die Höhe, Breite, die Dicke, wir nennen es mal Dicke, sind eine Größe. Ich schneide jetzt hier mal die ganzen Klappen ein. Und zwar hier unten die, das wird also vorne, unten, kann ich rausschneiden, weil ich fülle ja in die Tasche kein Wasser oder sonst irgendwas, was da rausfallen könnte. Also ist es für mich okay, wenn ich diese Laschen wegschneide. Und warum schneide ich die weg? Es gibt auch noch einen ganz praktischen Grund. Wenn ich das so knapp bemessen habe, wie ich das eben bemessen habe, meine Schoki oben reinstecke und da drin ist diese kurze Klebelasche, dann klemmt das da. Glaube mir, da hast du keine Freude dran. Hier schneide ich auch ein. Hier vorne wird ja unsere Klappe. Hier schneide ich auch ein. Und dann kann ich das komplett abschneiden. Gerade schneiden, das wäre sehr schön, wenn das gerade würde. Ach, jetzt hat die Ecke wieder nicht ordentlich geschnitten. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt. So. Und hier drüben genauso. Und dann gibt es ja die Möglichkeit einer Gestaltung. Hier habe ich so eine Lochkante genommen. Hier habe ich eine andere von den Bordüren genommen. Und hier nehme ich mal wirklich, wie ich, du kennst es schon, die Schere und schneide hier mal an diesen Bögen lang. Warum nicht? Es gibt ja auch Dinge, die wollen wir nicht verlernen. Und schneiden mit der Schere ist sowas. Stell dir mal vor, ich weiß das ganz genau, wenn man das nicht übt, dann funktioniert das nicht. Das ist so wie bei kleinen Kindern. Es gibt kleine Kinder, die kommen in die Schule und können es schon, und es gibt kleine Kinder, die können es gar nicht. Meine konnten es, die haben früh die Schere in die Hand gekriegt, natürlich immer unter Aufsicht. Du weißt, was dann passiert. Die schneiden sich dann relativ schnell auch einmal die Kante vorne an den Haaren ab. Aber ich will ja nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Man kennt sie ja, die Jungs und Mädels. So sind sie. So, das schneide ich, das klebe ich hier rein, und zwar so, dass ich die Vorderseite, das ist meine schöne Seite, die sogenannte Schokoladenseite, bietet sich ja bei einer Schokoladenverpackung auch an, die so zu nennen. Und an dieser Schokoladenseite vorne, jetzt wird es natürlich popelig hier, warte, so, möchte ich die schöne Kante haben. Das heißt, die beiden Seiten klebe ich bündig aufeinander, und zwar von vorne nach hinten. Na, dann ist hier vorne die schöne Kante und nicht diese Schnittkante. Ja? Das ist alles. Und das mache ich hier drüben genauso. So schön wie möglich. Das ist dieses Loch, von dem ich da unten gesprochen habe. Man sieht es so gut wie gar nicht, und von daher passt das. Das ist vorne die Kante. Und jetzt auch hier wieder der Klebemagnet. Den habe ich hier oben an der Tafel. Ich habe hier so eine Wand. Da ist wirklich alles drauf, was der Mensch braucht. Setze ich hier so ein bisschen mittig auf. Und du weißt ja, ich möchte das immer gern blind kleben. Das heißt, hier vorne setze ich dann als nächstes den Magneten drauf. Da ist er. So, und dann hält die Tasche zu. Und jetzt mache ich auch mal die Sache mit dem Band, weil es ist ja eine Tasche. Ich messe mal den Henkel, kann ruhig ein bisschen länger. Links und rechts. Klebe hier innen rein mein doppelseitiges Abreißklebeband ein Stück. Das hier wird jetzt so eine Sache, die habe ich nicht ausprobiert, aber die habe ich mir gut vorgestellt. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, klar. Das läuft. Hier innen rein, da oben rum, hier oben rum und hier drüben rein. Ich mache das mal ein bisschen länger. Ja,
Warum auch immer. Kann sie besser hängen. Und es ist ja auch so ein bisschen designermäßig, wenn man das selber gestaltet, unterschiedlich, ist das auch nicht schlecht. So, und für alle, die jetzt keinen Bock mehr haben auf Adventskalender basteln, sondern einfach nur noch für die besten Mädels Goodies brauchen, da zeigen wir jetzt, wie wir hieraus schöne Goodies machen. Okay, Schokolade rein. Knapp, ne? Passt genau. Das ist er. So, hier ist es fertig. Das ist fertig außen nochmal gestaltet. Das Ganze als Tasche. Ja, was haben wir hier noch im Plan? Wir könnten zum Beispiel hier das große Herz draufsetzen. Das ist auch recht witzig. Ehe ich mir wieder was anderes überlege, mache ich das so. Ich setze das große Herz da drauf. Ich mache das mal, setze mal die Klebepunkte dahin. So, dort große Herz. Der Magnet ist weg. Das große Herz ist da. Das ist doch schon mal schicki, ne? Und dann nehmen wir zum Beispiel hier draus, wir machen mal Goodies für Weihnachten, also nehmen wir ein Stück Farbkarton, nehmen das, wir nehmen das, nehmen den Stempel aus dem Set Festlich gerahmt. Das ist ein Exklusivset, gibt es im Moment auch nur. Und ein bisschen Farbe. Wollen wir mit Grün auf Rot? Bin mir gerade nicht so sicher. Das wäre jetzt der interaktive Moment, wo ich dich fragen könnte, wenn wir denn das so machen würden. Machen wir aber nicht. Das ist ganz anders. So, da sitzt das frohe Weihnachten. Und du hast es schon geahnt, auch jetzt mal eben schnell nix Papierschneider rausgeholt. Kann man machen, ne? Kann man wunderbar machen, aber du siehst, geht auch. Ich will es ja nicht verlernen. Und hier frohe Weihnachten drauf und ich schaue mal, was ich hier noch so habe. Ob ich mal einfach noch ein Schnipsel Band, aber Gold auf Gold sieht auch doof aus. Machen wir nicht. Lass mal weg. Denk nicht drüber nach. Ah nein. Wir machen das anders. Wir setzen uns das hier drauf. So. Und zwar ernstes doppelseitiges. Drauf damit. Mein Häkchen drauf. Dort ist es. Oh, das wird schick. Dieses hier arbeiten wir jetzt mit den Abstandsklebepunkten quer rüber. Das Herz soll getroffen werden. Wir schauen mal, ob wir es treffen. Oder ob wir daneben. Ne, wir können es auch daneben setzen. Versetzt den mal. Versetzen Sie nie einen Abstandsklebepunkt. So, und das da oben drauf und schon ist dein kleines, schnelles Taschengoodie fertig. Oder die Box Nummer 19 von unserem Mini-Adventskalender. Hier drüben habe ich ja, teile das jetzt mal ein bisschen, das ist Adventskalender und das sind Goodies und wie gesagt, da geht also mit jedem alles. Ne? Kannst du auch so Schneeflocken draufsetzen, alles was so auf dem Arbeitstisch noch übrig ist. Bei mir sind natürlich im Moment Mäuse ohne Ende übrig, weil habe ich extra dafür gemalt. Ich gucke mal, welche Maus ich hier noch nehme. Habe ich noch eine mit einem Lodenmantel in Lodengrün? Ja, hat er. Und meine Maus sollte jetzt wirklich mal so ein paar Kerzen bringen, weil du weißt ja, ich habe eine Kerzenwerkstatt. Da fallen immer mal Kerzen im Advent an. Und stell dir vor, die Maus bringt Kerzen. Vielleicht nicht auf der Box, aber auf einer anderen. Mal unten. Ach, hier ist noch eine Zahl drauf. Die muss ja da rein, die Box. Hier, schau, diese Box wäre auch möglich, dass wir da eine Maus draufsetzen. Mit einem Gruß, du hast das Prinzip ja gesehen. Und schon haben wir das nächste Goodie fertig. Ja, so. Und jetzt kommt der Moment, wo wir einmal abfeiern, dass wir 24 Boxen geschafft haben. Die holen wir jetzt alle hier mal aus unserer Kiste. Ich habe hier meine Sterne-Boxkiste. Mal sehen, was das wird. Und Tatsache, wir haben es geschafft. 24 Adventskalenderboxen. Mini. Hast du mitgebastelt? Oder fängst du jetzt an? Dann wünsche ich dir viel Freude dabei. Und schreib mir gerne in den Kommentaren, wie du diese Reihe gefunden hast und ob du es geschafft hast oder ob du gesagt hast, das ist mein Favorit. Du kannst es auch noch in der Community bei mir hier auf YouTube abstimmen, welche Boxen dir am besten gefallen. Letztes Jahr gab es ein Gewinnspiel, dieses Jahr haben wir das nicht geschafft, es sei denn, es hat jemand Interesse an diesen 24 Boxen.
kann mir ja mal schreiben. Vielleicht verlose ich doch noch mal einen Mini-Boxen-Adventskalender in 2022. Jo, das war diese Reihe. Hier geht es weiter mit der Reihe 24 Karten im Advent. Auch da sind wir schon ziemlich weit, nicht ganz so schnell wie letztes Jahr. Und ansonsten mit jeder Menge Ideen, Anleitungen, Tipps und Tricks. Also schau gleich weiter hier bei mir. Gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Freue ich mich total. Ich freue mich auf dich. Bis gleich in meinem nächsten Video. Deine Angela von der Stempelfamilie.